Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in meine Küche, wo es darum geht, leckere saisonale Köstlichkeiten zu zaubern, die genauso schön wie schmackhaft sind. Heute zeige ich euch, wie ihr eine beeindruckende Galette mit süßen, saftigen, saisonalen Steinobst wie Pflaumen, Nektarinen, Pfirsichen oder Kirschen und eine cremige und buttrige Frangipan zubereiten könnt. Diese rustikale Freiformtat sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch überraschend einfach gemacht. Lasst uns gleich loslegen. Zuerst machen wir den Teig. Ich werde zuerst das Eiswasser vorbereiten, dafür Eiswürfel in einen Messbecher geben und kaltes Wasser dazu gießen. Danach zur Seite stellen. In einer großen Schüssel die kalte Butter würfeln, Mehl, eine kleine Prise Salz, einen Esslöffel Zucker und Vanille dazugeben. Die Zutaten vorsichtig mit den Händen zu groben Krümeln verarbeiten. Wenn der Teig so krümelig aussieht, nach und nach etwas eiskaltes Wasser hinzufügen und den Teig nur so lange kneten, bis er sich zu einer Kugel formt. Denkt daran, die Schüssel zu einem blättrigen, knusprigen Teig ist, ihn nicht zu überarbeiten. Sobald er fertig ist, den Teig in Frischhaltefolie wickeln. Ich drücke den Teigkugel dabei noch etwas flach, um mir nach dem Kühlen das Ausrollen zu erleichtern und dann mindestens eine Stunde im Kühlschrank kühlen. Während der Teig kühlt, bereiten wir die Frangipan zu. In einer Schüssel weiche Butter, Zucker, eine Prise Salz und Vanille etwa eine Minute lang schlagen, bis die Masse schön cremig ist. Dann das Ei dazugeben und kurz mit dem Spatel verrühren, bis es fast vermischt ist. Danach noch Mehl und Mandelmehl dazugeben und weiterrühren, bis die Masse schön gleichmäßig und cremig wird. Die Frangipan in den Kühlschrank stellen, während wir das Obst vorbereiten. Nun zum Star des Rezepts, dem Obst. Ich habe Nektarinen für meine Galette genommen, aber du könntest auch Pflaumen, Pfirsiche oder Kirschen verwenden. Wichtig ist, dass die Früchte nicht zu weich sind. Zuerst die Steine entfernen und danach die Früchte in dünne Scheiben schneiden. Sobald das erledigt ist, das Obst beiseite legen und warten, bis der Teig fertig ist. Nachdem der Teig gekühlt ist, aus dem Kühlschrank nehmen, etwas Mehl auf Backpapier streuen, den Teig darauf legen, etwas Mehl auf den Teig streuen und zwischen zwei Backpapierblättern ausrollen. Das verhindert das Ankleben und der Teig ist bereits auf dem Backpapier zum Backen vorbereitet. Beim Ausrollen den Teig etwas drehen, damit er gleichmäßig ausgerollt wird und rund bleibt. Den Teig ausrollen, bis er fast die Ränder des Papiers erreicht. Wenn du nach dem Ausrollen Risse am Rand hast, kannst du sie mit den Händen wieder zusammendrücken. Jetzt etwa 3 cm vom Rand abmessen, etwa halbe Daumenlänge und die Frangipan gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Danach die Galette aufs Backblech transportieren. Zucker, Speisestärke, Vanille und den Abrieb einer Zitrone zum Obst geben. Die Zitrone beim Reiben wenden, um nur das Gelbe von der Schale zu bekommen, da das Weiße etwas bitter sein kann. Danach die Zitrone halbieren und etwa 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft zum Obst geben. Kurz mischen, um alles zu verbinden. Die Früchte sollten zum Schluss so aussehen. Jetzt das Obst gleichmäßig auf der Frangipan verteilen. Ich habe mit so einem Kreismuster angefangen und den Rest so darauf gelegt, dass die ganze Galette mit den Früchten bedeckt ist. Danach die Ränder des Teigs über das Obst falten, gerade so viel, dass ein Rand entsteht. So bekommt die Galette ihren schönen rustikalen Look.
Es ist nicht schlimm, wenn der Teig dabei etwas reißt, einfach beim Falten wieder zusammendrücken. Zum Schluss den Rand mit Ei, Wasser oder Milch, was ihr bevorzugt, bestreichen und die Früchte und den Rand leicht mit braunem Zucker bestreuen. Den Rand nach Wunsch noch mit gehobelten Mandeln dekorieren. Die fertige Galette im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad für 40 bis 45 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist. Nach dem Backen die Galette etwas abkühlen lassen, bevor sie angeschnitten wird. Die Galette kombiniert den leckeren Geschmack von einem richtig buttrigen, knusprigen Teig, einer cremigen Frangipan und saftigen Früchten. Ein richtig toller Sommergenuss. Mit einer Kugel Vanilleeis, einem Klecks Schlagsahne oder sogar etwas saurer Sahne oder Joghurt servieren, ganz nach Belieben. Ob ihr die Galette an eure Gäste serviert oder euch selbst damit verwöhnt, ist es eine perfekte Art, die herrlichen Früchte der Saison zu präsentieren. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.